Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Part Specialist. Ja, schönen guten Tag. Heute wollen wir uns bei dem Transporter hier mal anschauen, warum die Bremse schwergängig ist, bevor wir den Aufbau raufpacken. Also, lass uns mal beginnen. Hier haben wir eine Umlenkeinrichtung. Hier kann man die an den beiden Schrauben einstellen. Da kann man den Weg von der Handbremse einstellen. Das kann mal sein, dass der hier festgerostet ist. Ich kontrolliere jetzt mal einfach, hier ist er gängig. Ich werde trotzdem mal eben hier die beiden Muttern lösen, damit wir hier hinten ein bisschen Spiel reinkriegen. Und Kevin hebt schon mal die Hinterachse hoch. Jawohl. So, dann lass mal gucken. Alter! Also hier ist definitiv fest. Ja, dann gucke ich mal hier. Ja, hier ist gut. Dann wird das auf deiner Seite liegen. Dann kannst du doch mal eben alles runternehmen. Ja. Hier haben wir mal den Bremssattel mit den Bremsbelägen. Das ist dann für die Betriebsbremse. Die Feststellbremse, das ist innenliegend. Schauen wir mal genauer nach. Hier oben ist die Manschette schon mal kaputt. Innen drinne, oh, die sieht auch nicht ganz gut aus. Aber das bauen wir jetzt mal eben alles auseinander und dann schauen wir uns das genauer an. So, wir haben hier jetzt mal ein paar Fehlerbilder aufgebaut. Hier haben wir mal ein paar Bremsbelagsätze. Hier kann man sehen, dass das Tragbild nicht in Ordnung war. Das heißt, die Scheibe war verschlissen oder hat ein schlechtes Tragbild gehabt. Dadurch sind die Belege auch verglast. Hier sieht man, dass hier bläuliche Verfärbungen sind. Das deutet auf extreme thermische Belastung hin. Da muss auf jeden Fall kontrolliert werden, ob irgendwas schwergängig ist oder ob irgendein anderer Defekt in der Bremsanlage besteht. Hier haben wir auch noch mal ein Beispiel für thermische Belastung. Das sieht man hier dran, dass der Bremsbelag hier oben schon porös ist und hier auch verfärbt. Hier haben wir einen verglasten Belag, auch thermische Belastung. Und hier sieht man, dass die Bremsscheibe oben an der Kante geschliffen hat. Das heißt, es kann auch sein, dass sie Geräusche machen. Das heißt, quietschen könnte die Ursache sein. Das sieht man auch noch mal hier, da oben. Wenn er nur hier aufliegt oder hier sozusagen die Bremsscheibe schleift, dann fängt die an zu quietschen. Wenn ihr mal Belege habt, die ihr erneuern wollt und die Bremsscheibe alt lassen wollt, wenn das Maß noch nicht erreicht ist, einmal oben die Kanten hier und hier leicht anfasen, so könnt ihr Geräusche vermeiden. Und jetzt haben wir hier mal ein Extrembeispiel, wie die Bremsbelege aussehen, wenn man auch Bremsbelege macht und die Scheiben nicht erneuert. Das heißt, wir haben hier in der Mitte extrem mit Schleifspuren. Der hat gar nicht mehr auf der kompletten Fläche getragen, das ist die passende Scheibe. Die hat hier nicht angelegen richtig, hier nicht angelegen, der hat nur noch hier gebremst. Dann ist es natürlich so, wenn man jetzt die andere Seite sieht, hier hat sie fast auf der kompletten Fläche getragen, dann ist es natürlich so, dass die Bremswirkung nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Da gibt es natürlich auch Verschleißsensoren, die haben wir hier. Das ist die passende zu dem Fahrzeug. Hier haben wir das Problem, oder was heißt das Problem, die Verschleißanzeigen sind noch nicht angesprungen. Das heißt, die Scheibe schleift sich hier so weit runter, bis die beiden Kabel dann Verbindung haben und dadurch zeigt er innen drinne an, Bremsbelege verschlissen. Hier haben wir jetzt noch ein Beispiel, das waren jetzt alles Scheibenbremsbelege, hier haben wir noch einmal Trommelbremsbelege. Hier sieht man auch thermische Überlastung, die sind sogar hier auseinandergerissen. Hier sieht man auch, dass sie extrem verglast sind, dadurch wird die Bremswirkung auch nicht mehr erreicht. Ich habe hier noch mal eine Trommel liegen. Hier sieht man auch bläuliche Verfärbung, Rissbildung. Das deutet alles auf thermische Überlastung hin. In diesem Fall war das Anhängersteuerventildefekt. Hier ist eine Druckluftbremsanlage ursächlich gewesen dafür, dass die Bremsbelege sozusagen thermisch überlastet wurden und somit auch die Trommel defekt ist. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass die Drücke passen. Jetzt bei uns hier im Transporterbereich ist es mit hydraulischer Bremsflüssigkeit. Hier was mit Druckluft, aber auf jeden Fall müssen immer die Bremsdrücke passen, so dass ihr keine Probleme im Anschluss mit der Bremse habt. In der Zeit, wo Lars das eben alles erklärt hat, habe ich dann hier schon mal den Bremssattel abgebaut. Wie man hier sehen kann, die Manschette kaputt. Das heißt, es könnte Feuchtigkeit in den Kolben gelaufen sein und dadurch lässt er sich vielleicht nicht mehr zurückstellen. Da müssen wir gleich drauf achten. Eine Seite habe ich den Bremsbelag schon runter. Da ging es recht einfach, weil vielleicht etwas leicht angefettet wurde, beziehungsweise ein bisschen mit Paste dran, dass sie beweglich ist. Wenn die nicht beweglich sind,
dann kann es so sein, wie Lars schon erklärt, mit thermischer Überlastung und dann ein schlechtes Tragbild. So wie hier wird wahrscheinlich nicht ganz so viel hingekommen sein an den, sagen wir so, an den einzelnen Ecken. Das heißt, da muss ich jetzt mal ein bisschen mehr Gewalt anwenden. Das heißt, daran hat er auch geschliffen und daran könnte es liegen, dass er im Speer lief. Ja. Scheibe nehmen wir mal auch runter, ich nehme den Träger mal runter. Kannst du mir noch mal in den Schraubendreher rübergehen? Yep. So, wir drehen jetzt die Handbremse zurück. Das bedeutet, die sitzt ja hier drin, wie Kevin vorhin schon gesagt hat. Wir ziehen jetzt sozusagen die Bremsbeläge nach innen, sodass wir ein bisschen mehr Spiel bekommen. Und hier ist meistens eine Kante, dass wir die darüber gezogen kriegen. Ja, hier ist so eine Nachstelleinrichtung. Die müsst ihr hier verdrehen. So rum. So, da sehen wir, das sieht schon ganz gut aus. Dann nehme ich hier die Bremsbeläge weg und anschließend, wenn wir die Zange weg haben, können wir die Scheibe nach außen rausnehmen. Um die Bremsbeläge für die Feststellbremse zu wechseln, müsst ihr hier oben eine Feder so aushaken. So, das ist schon mal Teil 1. Und hier an der Seite ist nochmal eine Feder, wo die beiden Bremsbeläge fest sind. Das heißt, die müsst ihr dann auch nochmal eben einmal aushaken. So. Feder können wir gleich rausnehmen. Haben wir hier schon mal 1. Rückstelle 2. So, dann müsst ihr gleich hier alles sehen, alles vernünftig sauber machen. Hier können wir eben gucken, hier ist das Handbremsseil fest. Ja, das sieht ganz gut aus. War alles gängig. Ja. Wenn ihr alles richtig sauber gemacht habt, könnt ihr die neuen Bremsbeläge einsetzen. Ich nehme erstmal hier die Verschleißanzeige los. Das ist sozusagen der Gegenstecker für die Verschleißanzeige. Den nehmen wir erstmal ab. Als nächstes ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil wir jetzt mit Bremsflüssigkeit arbeiten. Wir werden jetzt die Leitung hier losnehmen. Wichtig ist auch zu schauen, ob die Leitung selber porös ist. Die habe ich mir eben angeschaut, die ist in diesem Fall in Ordnung. Bremsflüssigkeit muss immer in separaten Behältern aufgefangen werden. Das heißt, die dürft ihr nicht einfach mit Öl entsorgen. Und man sollte natürlich, wenn man Reparaturen an der Bremsflüssigkeit macht, einmal schauen, wie viel Wassergehalt die Bremsflüssigkeit hat und ob die verunreinigt ist. Hier haben wir einmal den neuen Bremssattel. Hier sind auch die Führungsschienen mit dabei, die wir neu machen. Hier wären auch die Manschetten mit dabei. Allerdings werden wir in diesem Fall einen Reppsatz mit einbauen. Das heißt, die Führungsschienen selber, die Schrauben und die Manschetten sind mit drin. Und zudem sind in beiden Sätzen auch Fett mit drin oder ist Fett mit drin, damit die Gängigkeit der Artikel gegeben ist. Ich baue das jetzt mal zusammen. Hier ist auch, wie ihr seht, ein Staubschutz vorhanden. Es ist wichtig, dass bei solchen Sachen auf Sauberkeit geachtet wird, weil wenn Verunreinigungen ins Bremssystem oder in die Bremsflüssigkeit hineingelangen, dann können die Manschetten innerlich beschädigt werden oder die Dichtung und der Bremssattel wird euch relativ schnell wieder ausfallen. Leitung und Verschleißsensor erst handfest und anschließend mit Drehmoment nachziehen. Wir haben hier einen Messschieber, der nur für Bremsscheiben ist. Hier könnt ihr sehen, sagen wir so, wir sind ungefähr bei 14,3, 14,4. Die Verschleißgrenze bei dieser Bremsscheibe ist 14 mm. Hier oben kann man es so jetzt schlecht erkennen, aber da steht es auch drauf, Min 14 mm. Daher machen wir sie neu. Das kommt aber nicht nur, weil sie kurz vor Verschleißgrenze ist, sondern weil die hier auch so eine leichte Kante hat. Es kann aber auch vorkommen bei den Bremsscheiben, dass die gerissen sind. Das heißt, dass sie einmal komplett durchgerissen sind oder verschiedenste kleine Risse haben. Wenn die komplett durchgerissen ist oder bis zum Kühlkanal einmal durchgerissen ist, bei den größeren Bremsscheiben zum Beispiel, dann muss die auf jeden Fall erneuert werden. In dem Fall, sagen wir so, es gibt auch manchmal welche, dass sie kleine Risse haben. Dann müsst ihr bitte bei den Herstellerprogrammen einmal nachschauen, ab wann die getauscht werden müssen. Gut, ich würde sagen, wir bauen die neue Bremsscheibe mal an und dann schauen wir weiter.
Ja, das Handbremsseil ist auch gängig. Das ist auch wichtig, damit die Handbremse nicht beim Lösen anschließend noch blockiert oder schleift. Wir haben hier noch einmal die Nachstelleinheit. Das ist wichtig, dass diese Nachstelleinheit halt auch gängig ist. Damit haben wir vorhin die Bremse gelöst. Hier haben wir einmal die neuen Bremsbeläge. Wir haben uns dazu entschlossen, die auch neu zu machen, weil die kurz vor der Verschleißgrenze waren. Wir haben sowieso alles auseinander und so haben wir alles auf dem neuesten Stand. Wichtig, einmal kurz einfetten. Jo. Jetzt müssen wir die Handbremse einschleifen, das heißt, ich ziehe die Handbremse, fahre dabei ein bisschen, weil wir die Handbremse auf beiden Seiten neu gemacht haben, löse sie teilweise wieder, ziehe sie wieder fest und anschließend können wir dann noch mal eine komplette Einstellung der Bremse durchführen. So. Hier haben wir ein paar Artikel aufgebaut im Bereich Bremse für Transporter. Hier haben wir zum Beispiel eine Trommelbremse, eine etwas größere Bremsscheibe für schwere Transporter, ein Bremsschild sowie diverse Verschleißanzeiger, ein Bremsschlauch, ein Seilzug für die Feststellbremse, Reppsätze für die Bremszangen, ABS-Sensoren. Hier haben wir nochmal eine andere Bremszange bzw. einen Bremssattel mit Feststellbremse innen drinne, sowie einen Hauptbremszylinder. Diese und weitere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Und wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Informationen benötigt, wendet euch gerne an unseren Helpdesk. Bis dann. Ciao. Tschüss und bleibt gesund.